So, heute will ich wieder mal einige Kameras vorstellen. Diesmal geht es um Minox-Kameras. Das wären diese hier. Die beiden sind zum Vergleich dabei, weil sie das gleiche Filmformat nutzten wie das hier von Minox eingeführte. Vielleicht kurz ein Hinweis zu der Geschichte von Minox. Die Minox-Kamera wurde in Riga 1938, 37, 38 entwickelt und kam dann in verschiedenen Varianten über die Jahrzehnte auf den Markt. Die Kamera hatte ein sehr kleines Filmformat, nämlich hier, es wurden Filme im Format von 9 x 11 mm verwendet. Damals natürlich zuerst in der Schwarz-Weiß-Technik. Das Problem bei so kleinen Formaten war die Körnigkeit der Filme. Die wurde aber in den Folgejahren dann schrittweise eigentlich immer besser, so dass man sich Fotos mit 9 x 13 oder gar 13 x 18 durchaus ansehen konnte. Es gab sogar Diafilme davon. Man konnte also mit der Kamera also auch kleinere Dias erzeugen. So, ich nehme mal die anderen Kameras jetzt hier kurz weg und beginne mal mit der ältesten Kamera von mir. Das ist hier die Minox B. Die kam um 1958 auf den Markt. So sieht sie aus. Man kann gut erkennen, dass die wirklich klein ist. In der Hand verschwinden kann. Im Prinzip dieses in der Hand verschwinden deutet schon auf den Einsatzbereich der Kamera hin, nämlich der sogenannten Spionagefotografie, die in einschlägigen Kreisen durchaus mit dieser Kamera praktiziert wurde. Das schlug sich in vielen Spielfilmen wieder, so zum Beispiel in einem James Bond Film von 1969. Da hatte die Minox B, die ich jetzt hier gerade zeige, eine tragende Rolle, aber der Schauspieler in der James Bond Rolle hatte die Kamera falsch bedient, der hatte sie so rum im Einsatz. Naja, macht ja nichts. So, diese Kamera wird so geöffnet. Dieses Öffnen ist auch gleichzeitig das Aufziehen des Verschlusses und das Weitertransportieren des Bildes. Hier ist das Objektiv, hier ist der Sucher. Hier ist der Selenbelichtungsmesser. Hier sieht man die Skala des Belichtungsmessers und hier sind die Einstellungen der Zeiten, die von einer halben Sekunde bis zu einer Tausendsekunde geht. Die Kamera hatte immer eine Offenblende. Das konnte man bei diesem Format durchaus machen. Die Tiefenschärfe war sehr groß. Man konnte hier die Entfernung einstellen. Und hier kam eine Kette rein zum Tragen, die aber auch Marken hatte und benutzt wurde, um die Entfernung bei nahen Objekten, wie zum Beispiel Akten oder so, treffen zu können. Hier oben ist nochmal zu sehen eine Schiebevorrichtung. Damit kann hier vor den Objektivbereich ein Filter eingesetzt werden. Das war zur Kontraststeuerung bei bestimmten Lichtverhältnissen ganz gut. So, die Kamera wurde hier geöffnet. Man drückte hier rauf. So. Und dann, das geht ein bisschen schlecht, wenn man hier gleichzeitig die Kamera bedienen muss. So, das ist jetzt das Innere der Kamera. Hier kommen die beiden Doppelpatronen rein. Ich zeige das bei der nächsten Kamera mal noch, wie die dann auch geladen wird. So wird sie wieder geschlossen und so wird ausgelöst. Ich halte es mal so, dass man es sehen kann. Achso, ich müsste erstmal aufziehen. So, so, einmal aufziehen und auslösen. Da war das Geräusch. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass ich vorher den Verschluss nicht richtig zugemacht hatte. So konnte ich sie nämlich nochmal fälschlicherweise aufziehen. Damit hätte ich mir im wirklichen Einsatz ja, den Film versaut. Naja, dumm gelaufen. So, das war die Kamera. Dann gehe ich mal zu dem Nachfolgemodell. Das ist jetzt hier die Minox C.
Die Minox C, die kam 1969 auf den Markt und war schon komfortabler und moderner. Das Aufzieh- und Verschlusssystem ist gleich, der Sucher ist gleich. Es kommt hier ein Belichtungsmesser hinzu, der auch elektrisch arbeitete, aber mit einer extra Batterie ausgestattet war. Das führte dazu, dass die Ansprechempfindlichkeit deutlich besser war als bei dem Vormodell. Hier ist auch wieder die Einstellung der Entfernung, hier die Belichtungszeit, hier ist das Zählwerk und hier ist nochmal der Zähler für die Bildfolge. Ja, auch hier wieder der Schieber für das vorschiebbare Filter. Ansonsten gleiche Funktion. So, ich öffne jetzt hier auch mal die Kamera, drücke hier rauf. So, da ist die kleine Batterie zu sehen und auf der Seite die Filmpatrone. Ich werde jetzt mal hier eine Filmpatrone einlegen. Das ist hier eine Aufbewahrungstasche für Filme von Aquapan 25. Das war ein niedrig empfindlicher Film, der hatte aber den Vorteil, dass die Korngröße sehr gering war, so dass man bei gutem Wetter sehr schöne, scharfe Aufnahmen machen konnte. So, das ist hier die kleine Patrone. Ich drehe sie mal so ein bisschen rum, dann kann man sie gut sehen. Und ich lege die Patrone, wenn ich es jetzt so schaffe, hier das in den Schlitz so hier reinzukriegen, lege ich mal rein. Ja, ist vollzogen. Und dann würde ich jetzt hier wieder schließen und die Kamera wäre dann fotografierbereit. Und wieder rausgenommen. Auch hier war der Anschluss für eine Kette, auch wiederum mit Entfernungsmarken. Hier konnte ein Blitzkontakt reingesteckt werden. In Verbindung mit einem Aufstecker konnte man damit dann also auch Blitzaufnahmen machen. Vielleicht auch an der Stelle der Hinweis: Für diese Kameras gab es ein großes Zubehörprogramm, von Stativen angefangen, Repro, von Blitzgeräten, von allen möglichen weiteren kleinen Helferlein, die einen die Arbeit mit der Kamera erleichterten. Das würde jetzt hier zu weit führen, das hier in einem kleinen Video vorzustellen. So, das war die Kamera. Ich nehme jetzt mal die nächste hier. Der sieht man so ein bisschen den harten Einsatz ein. Hier kann man sehen, dass die Beschriftung schon so ein bisschen gelitten hat. Ich habe viele Fotos mit der Kamera gemacht. Die ist deutlich moderner und kam 1984 auf den Markt, war sehr klein. Und man konnte dann hier öffnen. Hier ist wieder der Sucher, hier ist das Objektiv und hier stellt man bestimmte Schalterstufen ein, um Ablesungen zu machen oder um eben zum Beispiel den Blitz zu starten etc. Batteriekontrolle. So, das ist die Einstellung der Dienstzahl. Die Kamera hatte keine Entfernungseinstellung, weil sie etwas stärker abgeblendet wurde. Das kann man hier vielleicht ganz gut sehen, wenn ich herangehe. Die geht nämlich auf 1,56 zurück bei 15 mm und das ist dann schon eine relativ große Tiefschärfe, so dass man mit Fixfokus eigentlich auskam für die meisten Anwendungsfälle. Hier ist wieder der Sensor, mal sehen, ob das zu erkennen ist, der Sensor für die Belichtungssteuerung. Ja, und das war's dann. Man drückte hier auf und dann wurde ausgelöst. So, man sieht jetzt hier, da der Verschluss bleibt jetzt offen, weil ich jetzt nicht weiß, ob die Batterie jetzt überhaupt noch okay ist. Hatte ich vorher nicht getestet. Die würde sonst natürlich zugehen. So, hierfür gab es gleich ein kleines Zubehör, nämlich den Aufsteckblitz. Den konnte man dann hier entsprechend reinstecken. So. Und dann mittels diesen Blitzwürfeln, Flash Cubes genannt, konnte man dann eben auch Blitzaufnahmen machen. Hier unten noch das Filmzählwerk. Ja, das war die Kamera. Natürlich hat auch die Konkurrenz nicht geschlafen, da ja die Kamera sich sehr schön am Markt platziert hatte. So kam es hier aus Japan auch zu Produktionen, die zumindest das gleiche Filmformat nutzten. Das ist hier von Revue, eine Ministar. Die wurde von einer anderen Firma hergestellt und hier von Revue
dann eben auch vertrieben. Man zog hier wie folgt auf. Das war das Aufzugsteil und dann konnte man hier auslösen. Das typische Zwitschgeräusch, was die Kamera macht. Hier ist der Belichtungsmesser, hier ist der Sucher, hier ist die Einstellung der Blenden und hier ist das Zählwerk zu sehen. Da der Auslöser, auch hier war wieder ein Filter vorschiebbar. Ja, das war auch eine kleine pfiffige Kamera, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Sie machte einen durchaus wertigen Eindruck. Hier ist wieder die Kamera für die Aufnahme der Filmpatrone. Die Bildqualität war ebenfalls recht gut und stand der Minox kaum nach. So, als letztes vielleicht noch ein Gimmick. Das hier ist auch eine Kamera, die für das Minox-Format ausgelegt war und die auch gleichzeitig ein Feuerzeug war. Ich habe jetzt hier keinen Gas drin, aber man konnte dann hier oben eine kleine Flamme hervorbringen, die zum Anzünden einer Zigarette durchaus ausreichte. Das Ding wurde als Spionagekamera beworben, nicht? Weil sie eigentlich ein bisschen so von der Seite zumindest aussah wie ein Feuerzeug. Naja, die Bildqualität ist eher durchschnittlich. Ich hatte sie mir damals mal zugelegt, weil mir das Konzept so ganz pfiffig erschien. Der Name ist Supra Photolite. Ich glaube, die kamen so um 1983, 84, so in dem Dreh kamen die raus. Man konnte das Feuerzeug hier oben rausnehmen und tatsächlich befüllen. Also es war durchaus anwendbar. Ja, und hier ist nochmal die Aufnahmemöglichkeit für die Filmpatrone. Ganz einfaches System, Bildqualität, naja. So, das war die Vorstellung von einigen Kameras von Minox. Ich hoffe, es war mal ganz interessant und sage wie üblich Tschüss.